Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video mit einem hoffentlich für euch aufschlussreichen Thema. Und zwar geht es heute um Angriffstempo und wie schnell schlägt jede Klasse zu oder wie schnell greift jede Klasse an, beziehungsweise welche Waffe. Es geht ja eher um die Waffen und nicht unbedingt um die Klassen, weil es gibt ja Klassen, die können mehrere Waffen logischerweise tragen. Und ja, wie gesagt, hoffentlich ein aufschlussreiches Thema für euch, denn mir fällt immer wieder auf, dass da halt Leute einfach doch ein bisschen falsch informiert sind und mit gefährlichem Halbwissen umherwandern. Und deswegen wollen wir das heute hoffentlich ein für alle Mal beenden. Und ja, ich bin jetzt auf dem Ranger, aber wir wechseln jetzt tatsächlich nochmal direkt auf den Blade. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass wir hier beim Attack Speed und bei den Waffen Angriffstempo zwar eine Verbindung haben, aber viele Leute diese Verbindung quasi falsch deuten. Was ich damit sagen möchte ist, bei der Bloody Axe zum Beispiel steht jetzt Angriffstempo allgemein und beim Bloody Sword steht jetzt sehr schnell. Das heißt, der Laie würde jetzt denken, und das ist wie gesagt das, was halt viele Leute denken, wenn ich jetzt 2 Swords ausrüste, dass ich wesentlich schneller angreife als mit 2 Äxten, nur weil da sehr schnell steht. Das ist aber tatsächlich nicht richtig. Ich zeige euch auch gleich die Tabelle, wo das nochmal dann drin steht, mit den mathematischen Werten, whatever. Aber dieses Angriffstempo sehr schnell bezieht sich nur indirekt oder eigentlich überhaupt nicht darauf, wie schnell ich dann tatsächlich angreife, wie schnell dann tatsächlich die Animationen von meinem Charakter sind. Das hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil das ist einfach von der Waffe selbst vorgegeben. Dieses Angriffstempo, das bezieht sich lediglich darauf, wie unser Angriffstempo berechnet wird, und zwar in Prozent. Also um 100% Attack Speed zu erreichen, ist es von Vorteil, wenn wir eine Waffe ausrüsten, wo sehr schnell steht, oder es ist von Nachteil, wenn wir eine Waffe ausrüsten, wo sehr langsam steht. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Und wenn man das mal verstanden hat, dann beziehungsweise man muss es einfach wissen eigentlich, also mit Verstehen hat es auch nur bedingt was zu tun, not gonna lie, es ist schon irgendwie unnötig kompliziert. Aber wir sehen es jetzt am perfekten Beispiel. Ich habe jetzt die Bloody Axe in der First Hand. Das heißt, alle meine Werte werden grundsätzlich von der Bloody Axe ausgerechnet, auch Attack Speed. Und jetzt switche ich auf das Sword und plötzlich habe ich mehr Attack Speed. Dabei geben weder das Bloody Sword noch die Bloody Axe noch die unterschiedlichen Buffs hier Attack Speed. Ja, also wir haben hier überhaupt kein einziges Mal irgendwo Attack Speed dabei gehabt und trotzdem hat sich unser Attack Speed um 5,5% verändert. Und zwar nicht, wie gesagt, wegen irgendwelchen Effekten, sondern wirklich der einzige Unterschied ist Angriffstempo allgemein, beziehungsweise früher hieß es normal, versus sehr schnell. Und wie schon nochmal gesagt zur Wiederholung, das Angriffstempo bezieht sich nicht darauf, wie schnell wir zuschlagen, sondern es bezieht sich darauf, wie viel Angriffstempo wir mit den unterschiedlichen Waffen erwarten können. Die genaue Berechnung dahinter kann ich euch leider nicht liefern, dafür müsste man wahrscheinlich in den Code gucken oder so, was gegen die Spielregeln verstößt, deswegen kann ich das nicht machen. Aber vom Prinzip her muss man einfach nur verstehen, dass das halt so ist. Ja, also nur weil jetzt hier sehr schnell steht, heißt es nicht zwangsläufig automatisch, dass der Blade mit 2 Schwertern schneller angreift als mit 2 Äxten. Lediglich bedeutet es, dass man mit 2 Schwertern schneller 100% Attack Speed erreicht oder leichter 100% Attack Speed erreicht als mit einer Axe. Das ist der entscheidende Unterschied. Und ja, jetzt sind wir auch schon in einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, Excel-Tabellen über Fly anlegen. Und ja, wir haben hier die schnellste Klasse Waffe. Wie schon gesagt, mit der Klasse hat das eigentlich nichts zu tun, weil es geht wirklich um die Waffe. Von der Waffe, wie gesagt, wird einerseits unser Attack Speed berechnet und die Waffe selbst, also unabhängig von dem, was dort steht, also ich meine, es hat natürlich schon was damit zu tun, aber halt eigentlich auch wieder nicht. Ja? Und das sehen wir, also das beste Beispiel ist eigentlich Knight, was man hierfür liefern kann. Und also ja, klar, wenn es bei einer Waffe sehr schnell steht, dann wird sie jetzt nicht extrem langsam angreifen. Aber wie schon gesagt, eigentlich sind das tatsächlich Zufälle. Direkt mit dem Angreifen hat es eigentlich nichts zu tun. Die Animationen sind einfach festgelegt, also die Knuckle-Animationen bei 100% Attack Speed. Die Animation bei 100% Attack Speed mit dem Bow, das ist einfach festgelegt. Ja? Das ist eine feste Animation von x Angriffen, bis sie sich wiederholen. Gut, beim Ranger ist es, glaube ich, immer das gleiche tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob der Unterschiede hat. Aber in anderen Klassen ist es ja so, Blade, der macht ja ein paar Schläge hin und her, da macht dann Salto, wiederholen. Der BP macht zack, 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 dann dreht er sich einmal im Kreis, zack. Also diese festen Animationsfolgen, die sind einfach festgelegt. Und da ändert einfach nichts etwas dran. Und den maximalen Wert oder den schnellsten Wert, also die Animation kann man halt beschleunigen,
indem man mehr Attack Speed oder Cast Time hat. Damit kann man seine Animationszeit sozusagen beschleunigen. Und wenn man die aufs Maximum beschleunigt hat, dann ist es einfach in Stein gemeißelt. Die Waffe ist so und so schnell und daran kann man absolut nichts mehr ändern. Und das sind im Endeffekt die Ergebnisse. Also das ist eigentlich, würde ich behaupten, Common Knowledge, aber viele Leute wissen es vielleicht auch nicht, die noch nicht so lange spielen. Knuckle ist mit Abstand die schnellste Waffe im Spiel. War schon immer, das ist eigentlich der Hauptvorteil von BP oder das ist so die Einzigartigkeit bei BP. Er schlägt zu wie ein absoluter Madman. Bei BP ist es auch oft so, dass man diese Doppelhits beobachten kann. Das heißt, er schlägt gefühlt eigentlich nur einmal zu. Es kommt aber zweimal Damage, weil er so schnell zuschlägt. Ja, das ist wirklich ziemlich crazy. Das zweitschnellste ist tatsächlich Schwert und Schild. Also ich habe jetzt hier Schwert und Schild genommen. Ich meine, wer spielt einfach nur mit einem One-Hand-Sword ohne zweite Waffe? Und warum das relevant ist, sehen wir gleich bei Blade. Ist tatsächlich das zweitschnellste. Schneller als One-Hand-Axe plus Schild, ja. Aber wie gesagt, hat es mit dem Attack-Speed an sich eigentlich nicht zwangsläufig was zu tun. Wie wir jetzt, wie gesagt, auch gleich am Beispiel Knight und Blade sehen. Bow ist jetzt tatsächlich neu im Ranking. Ich habe so ein Ranking schon mal für Fly PC gemacht. Da war Bow hier unten beim Jojo. Der Grund, warum Bow jetzt plötzlich hier oben ist, weil es bei Fly Universe mal eine Anpassung gab, wo sie den Bogen schneller gemacht haben. Also den Ranger Damage, den Ranger DPS, darüber wird sich ja schon seit Ewigkeiten beklagt. Und sie haben in Fly Universe mal ein Update rausgehauen. Da haben sie, glaube ich, die Verwertung von Decks ein bisschen verbessert. Und sie haben verbessert, dass der Ranger schneller hittet. Und deswegen ist er jetzt tatsächlich auf Platz 3 gelandet. Früher war er hier ganz unten, wie gesagt, beim Jojo Jester, beim Jojo. Und jetzt ist er aber tatsächlich auf Platz 3. Ich habe es gerade selber nochmal überprüft. Er macht circa 145 Hits die Minute. Warum sage ich circa? Weil ich das tatsächlich selber ausgerechnet habe, beziehungsweise überprüft habe und hier nicht von einem festen Wert ausgegangen bin. Und genau. Ja, und dann sehen wir jetzt hier diesen dicken Block in der Mitte, wo alles gleich ist. Warum ist das so? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wurde halt so entwickelt. Finde ich aber eigentlich auch ganz fair. Nur das One-Hand-Sword sticht hier heraus. Das heißt, ein Mercenary mit Axe und Shield oder ein Knight mit Axe und Shield ist genauso schnell wie ein Knight mit einer Two-Hand-Axe, ein Knight mit einem Two-Hand-Sword oder Slayer, ein Blade mit 2 Einhandäxten und ein Blade mit 2 Einhand-Swords. Die sind alle gleich schnell. Obwohl bei der Axt sehr langsam steht, beim Slayer oder Sword steht langsam, bei der Axe steht normal und beim Sword steht sehr schnell. Das hat keine Relevanz, das spielt keine Rolle. Das hat nichts damit zu tun, wie schnell wir tatsächlich angreifen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen verwirrend gestaltet, das gebe ich zu. Also wie gesagt, wenn man das nicht weiß, dann, ja, woher soll man es wissen? Ja, aber es ist einfach so. Ja, also Blade mit 2 Schwertern kämpft genauso schnell wie Blade mit 2 Äxten. Knight mit einer Two-Hand-Axe, sofern er 100% Attack Speed hat, by the way. Also dieser Wert hier hinten spielt halt die ausschlaggebende Rolle. Bei 100% Attack Speed. Das Problem ist, oder warum steht da langsam, sehr langsam, was hat das denn überhaupt für eine Relevanz? Das ist das, was ich zu Beginn erläutert habe. Wenn ich jetzt einfach eine Two-Hand-Axe ausrüste, dann ist mein Attack Speed-Wert halt grottenschlecht. Am besten zeige ich euch das, glaube ich mal. Und zwar folgendermaßen. Ich meine, gut, der Knight ist jetzt vielleicht nicht das Paradebeispiel, weil der gerade mit seinem Tank-Equipment rumläuft. Aber ihr seht gerade, ich habe mein Schwert ausgerüstet und habe Attack Speed 51%. Und jetzt wechsle ich auf meinen Slayer. Also Schwert hat sehr schnell, Slayer hat langsam. Jetzt wechsle ich auf den Slayer und was passiert mit dem Attack Speed? Wer jetzt aufgepasst hat, weiß genau, was passieren wird. Wir kriegen jetzt weniger. Und zwar 46,5. Das ist so ähnlich wie vorhin beim Blade. Auch so ein paar Prozente Unterschied einfach. Und das ist im Endeffekt der einzige Grund oder die einzige Auswirkung, die dieses schnell langsam tatsächlich in der Praxis hat. Ja, und das muss man einfach verstehen. Gut, ist natürlich jetzt grundsätzlich eigentlich nur bei Knight und Blade und bei Mercenary relevant, weil das die einzigen Klassen sind, die so die gleichen Waffentypen verwenden. Ansonsten ist es natürlich so, ich meine, Jojo ist halt einfach anders schnell als ein Knuckle ist anders schnell als ein Bow und da gibt es halt einfach keine Überschneidungen, deswegen ist das halt an für sich egal. Aber wie gesagt, das ist einfach so ein Ding, was halt irgendwie ein bisschen verwirrend gestaltet ist bei Fly, keine Ahnung. Ich finde dieses Angriffstempo bei den Waffen, ich finde, das sollte man einfach entfernen. Also eben weil es für Verwirrung sorgt. Weil wenn da gar nicht erst stehen würde, sehr langsam, sehr schnell oder whatever, dann würde diese Diskussion oder diese wie sagt man, dieser Aberglaube, dass das überhaupt eine Relevanz hat, was dort steht, würde einfach verschwinden. Und ganz ehrlich, es liefert uns halt auch wirklich keine wirklich relevante Information. Weil selbst wenn beim Knuckle jetzt stehen würde, sehr langsam, ja, was juckt mich, was da steht? Ich meine, ich schlage doch trotzdem einfach so schnell zu, wie ich halt zuschlage. Und was soll ich als BP machen? Eine Axe nehmen? Kann ich ja gar nicht im High-Level. Ich muss ja einen Knuckle nehmen. Also was juckt's mich, was da steht? Ist eigentlich ziemlich unnötig, muss man ganz ehrlich sagen. Könnte man legit auch einfach entfernen. Und es hätte wahrscheinlich nur Vorteile, wenn man es entfernen würde.
Aber egal, momentan ist es halt einfach so. Genau, Jojo ist hier ganz unten, passt ja auch ganz gut zusammen in DPS. Jojo ist ja auch der schlechteste von den ganzen DPS-Lern, die hier eigentlich aufgelistet sind. Genau. Ward und Stuff sind ein bisschen schwieriger zu überprüfen. Da habe ich jetzt tatsächlich einfach die Werte von FlivePC übernommen und gehe blindlings davon aus, dass das immer noch korrekt ist. Aber wie gesagt, die einzige Klasse, bei der sich bisher was geändert hat, meines Wissens nach, ist Ranger bzw. Bows. Die wurden schneller gemacht. Alle anderen Waffen sollten unverändert sein. Deswegen sind das eigentlich auch die Werte, die bei FlivePC schon gegolten haben. Und ja, beim Stick muss ich ganz ehrlich sagen, war ich jetzt einfach zu faul, das auszurechnen, beziehungsweise aufzunehmen, weil es einfach keine Rolle spielt. Kein Schwein spielt mit dem Stick als Damage-Dealer. Wer es doch macht, spielt eine absolute Trollklasse. Dann kann er sich selber ausrechnen. Ja, juckt mich persönlich ehrlich gesagt reichlich wenig. Also wenn man wirklich RM spielen will, der Schaden macht, nimmt man sowieso einen Knuckle. Knuckle die schnellste Waffe im Spiel. Also was juckt mich, wie schnell der Stick ist ein absoluter Troll. Deswegen ist das jetzt hier nicht weiter aufgeführt. Genau. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video tatsächlich. Kurz und knackig. Ich hoffe, ihr habt was gelernt heute. Und wie gesagt, also wenn jetzt jemand euch begegnet und er sagt, Mann, warum nimmst du eine Two-Hand-Axe, die ist doch viel langsamer als das Two-Hand-Sword oder der Slayer, dann sagt ihr, das ist nicht richtig, bei 100% Attack-Speed sind beide gleich schnell. Actually könnt ihr jetzt den Klugscheißer raushängen lassen und Leute über dieses falsche Halbwissen belehren. Und damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.